Grüß euch, da ist wieder Rucksack-Taxi. Ich bin heute Unterwössen, Oberwössen, Brehm heißt es da, durchgefahren und dann geht es einmal rechts rein in einen kleinen Wanderparkplatz, sieht man hinter mir ein bisschen. Und zwar gleich 30 Meter neben der Hauptstraße. Und wir gingen aber auf der anderen Seite. Das heißt, ich gehe jetzt vom Parkplatz gerade wieder ein Stück runter, über das Holzbrückerl da unten. Da fällt es gelandet zur Zeit scheinbar. Und da gingen wir rein, und zwar heute Richtung Rachelspitz. Da war ich selber noch nie um. Das schaue ich mir heute einmal an. Werden um die 800 oder gute 800 Höhenmeter sein. Ich freue mich jetzt schon drauf, weil es scheinbar wieder ein sonniger Tag wird. Da ist der Rundweg Chiemsee-Aschau angeschrieben und wir bleiben das erste Stückel auf der Forststraße. Da rechts rauf, das war eine Sackgasse und wir haben dann zwischendurch einmal ein paar Mal einen Steig drin, was ich gesehen habe. Und jetzt schauen wir da mal in die Sonne aufkommen, weil da unten ist ganz schön frisch. Ihr habt es gesehen, wir sind da gerade links abgebogen Steig. Ihr werdet heute im Verlauf merken, das ist eine chaotische Tour geworden. Einmal drüben ist angeschrieben, Holzfällarbeiten. Ja, die werdet ihr da bei mir jetzt dann auch gleich sehen. Ich bin also da links rauf. Das seht ihr dann in Kapitel 3. Da wo ich euch absolut davon abrate, geht es bitte nicht nach. Das macht einfach keinen Sinn. Ich zeige euch dann weiter oben eine Alternative, so bin ich jetzt runtergegangen. Dafür muss man aber die OpenStreetMap nutzen, weil die Outdoor-Aktivkarten zeigt einen 400 oder 500 Meter langer Steig nicht an, der wirklich nicht schwierig ist. Da liegt zwar jetzt auch 3 Bäume quer drin, das war aber alles beherrschbar. Fakt ist, darauf sind Holzarbeiten in Gange, sind nicht fertig und im Moment soll es sowieso nicht nachgehen. Gerade weiter, also hinter mir kann man auf der Straße bleiben, das habe ich nicht aufgezeichnet. Aber da wollte ich jetzt eigentlich runtergehen und habe es auch nicht gemacht, weil ich gleich umgesehen habe, ja, da liegen auch überall Bäume quer. Also habe ich mir jetzt entschieden, dass ich so wieder zurückgehe. Ich bin gespannt, was dazu sagt, weil das ist heute absolutes Chaos gewesen. Der obere Teil war praktisch fast wie ein Spaziergang. Ja, wir sind links einen Steig abgebogen. Man kann auf der Straße bleiben, das kommt weiter oben wieder zusammen. Das ist auch keine besondere Abkürzung darauf, sondern halt einfach eine Alternative. Die einen gehen lieber auf der Straße und die anderen halt lieber im Steig. Und ihr wisst ja, ich bin eher die anderen. Ja, das wilde Stückel haben wir hinter uns. Die Bäume liegen wirklich genau auf der Forststraße. Auf der anderen Seite waren die Holzarbeiten angeschrieben, auf der Seite nicht. Also wer es nachgehen möchte, dann vielleicht ein bisschen warten. Ich schätze, das wird halt nächste Woche aufgearbeitet, das Holz, und abtransportiert. Aber heute war es da eher wild zum Durchgehen. Und die Rinden ist auch noch ein bisschen rutschig, muss man sagen, durch den Reif, der da in der Nacht schon herin ist. Also wenn man auf die Bäume läuft,
Nur mal direkt aufpassen. Jetzt beginnt das Kapitel 3. Ihr habt es mir gerade dann aufgesehen, das kann ich absolut nicht empfehlen. Wir gehen später an der Stelle sozusagen hinter mir weiter. Das macht mehr Sinn. Man geht zwar dann länger auf der Straße auf und hat dann ein kurzes Stück Steig, das leider in Outdoor aktiv nicht angezeigt wird. Da braucht man eben die OpenStreetMap. Es ging da oben unterhalb der Felswand rechts rüber und da ist es absolut chaotisch gewesen. Ich zeige euch jetzt einen kurzen Einblick in das Stück. Wer sich nicht dafür interessiert, kann das Kapitel natürlich unten in der Videobeschreibung überspringen. Das schaut dann noch alles ganz gut nach Steig, nach Weg aus. Und es ist auch ein bisschen austreten. Das täuscht aber. Da ist nämlich so eine Art Klettergarten herum. Und da sind Kletterer unterwegs mit einer Ausrüstung und die treten den Weg da wahrscheinlich regelmäßig so aus, dass er erkennbar bleibt. Die Misere beginnt aber bald dahinter. Und ihr werdet es dann sehen, wir schauen dann auf eine Schotterrinne, auf so eine Gerinne über. Das ist alles locker und ist praktisch wie ständig in Bewegung. Und wenn man da drüber geht, dann schwimmt alles unter die Füße. Man sieht es jetzt vor uns und das ist auch das Stück, warum ich sage, geht es einfach nicht nach. Das ist Blödsinn. Ich habe davon gesucht, ob ich einen Steig finde. Ich bin irgendwie rübergekommen, aber ich finde es einfach nur sinnlos. Ich zeige euch jetzt noch das Stückerl im weiteren Verlauf, werdet ihr auch sehen, da sind wieder haufenweise Buchen umgefallen, obwohl es dann auch da oben ein recht breiter Weg ist, der ganz flach hintergeht, aber genauso ein Chaos. Und dann kommen wir zu einer Stelle, wo es dann einfach mehr Sinn macht, auf der Straße, wo es weitergeht, und da nehme ich euch dann wieder aufs Neue mit. Ja, man sieht es, ich gehe jetzt da wirklich querfeldein, das kleine Waldstückerl runter zur Straße, weil links von uns, wo der breitere Weg weiterführt, den wir jetzt gegangen sind, da sind auch so viele Bäume umgefallen, dass man wieder kaum durchkommt. Und es ist jetzt da runter besser zum Absteigen, als wie eben der Wegverlauf war. Da unten an der Straße beginnt jetzt dann das Kapitel 4, wo ich dann eben die Alternative raufgehe. Wir sind wieder da. Also, das war das Stück darauf, das ich echt für sinnlos halte. Wenn man da gerade weitergeht, kommt man auf die Straße, die von unten weg raufführt. Beim Runtergehen bin ich eben so runtergegangen, wie ich jetzt das Stück raufzeige. Ich habe beim Aufnehmen ein bisschen trickst und habe die Aufnahme in der anderen Reihenfolge zusammengebaut. Also wird es für euch jetzt auch so ausschauen, als ob wir den Steig bzw. die Straße so raufgingen. Da vorne geht jetzt gleich rechts die Straße bis ganz runter, aber da liegen halt auch schon wieder Baum quer. So wollte ich normal runtergehen, aber auf das habe ich mich nicht einlassen. Mir war es dann lieber, ich steige da unten über das Stückel Baum nochmal drüber, das ich beim Raufgehen schon gehabt habe, das war überschaubar. Insgesamt, man sieht es auch da vorne, liegen auch schon wieder Baum quer, das ist aber nur noch das eine Stück. Und danach geht es relativ normal auf der Straße weiter und ab da ist dann eine ziemlich normale Wanderung. In unserer Alternativroute geht es eben eine ganze Strecken auf der Straße rauf und dann kommen wir zu einer Stelle, das zeige ich euch gleich, da geht es an einem riesigen Felsen links in Steig rein. Und da geht der Steig rein. Das ist nur eine Strecke von ungefähr 500 Meter. Dann kommt man auf eine kleine Straße, da sind es vielleicht noch 300 Meter oder 400 und dann hat man den ganzen Mist umgangen, den ich euch vorher gerade kurz gezeigt habe. Sowas ärgert mich immer wieder und darum nutze ich auch manchmal die Navis für die Planung, weil das muss geändert werden. Da werde ich wieder mal eine E-Mail schreiben müssen, dass der Steig nicht mehr so geplant wird, wie es bis jetzt war.
Auch darauf haben wir es einmal mit einem Hindernis zu tun. Aber das kann man da knapp oberhalb die Baum ganz leicht umgehen. Weil da hinten sieht man schon, geht es weiter. Da steigen wir über die 4 Bäume drüber oder gehen da drunter vorbei und dann geht es dahinter normal weiter. Wir kommen jetzt an so einem kleinen Sumpftümpel vorbei und da kommen wir jetzt auf die Straße raus, mit der wir das Stückel, wo ich absolut sage, nein, das empfehle ich euch nicht, umgangen haben. Das ist jetzt da noch ein Stück auf der Straße hinterwärts sehen und dann gingen die Wege zusammen. Wir sind an der Stelle zurück, wo es aus der ersten Variante rausgeht, also das Kapitel 3 beendet war. Und da geht es jetzt normal weiter. Es ging jetzt gleich anschließend wieder links in so einen Abkürzer rein, auf den werde ich verzichten. Ich bleibe jetzt auf der Straße, weil mir langt heute drüber steigen und drunter durchkriechen bis oben hin. Da geht es jetzt richtig gemütlich, teilweise ein bisschen bergab, meistens aber flach oder kaum spürbar im Anstieg weiter. Und wir gehen ungefähr 1 Kilometer oder 1,5 so hinter, bis dann links weggeht in den finalen Anstieg zur Rachelspitz. Man sieht, da ist es noch kalt. Da war es mit Reif überzogen in der Nacht. Wir sind also jetzt an dem großen freien Platz links reingegangen und es geht gleich wieder links rauf in den Steig. Da muss ich jetzt aufpassen. Oh, halt, ich glaube, da sehe ich schon. Gleich links geht wieder die Spur rein. Es ist halt nichts markiert. Da muss man wirklich genau schauen, wo man hingeht, und auch darauf endet in der Karten, in der Outdoor-Aktivkarten einfach der Steig mittendrin. Ich bin mir aber sicher, dass man bis zur Rachelspitze aufgehen kann. Auch da ist schon wieder gut aufpassen notwendig, weil der Steig ja nicht wirklich gut erkennbar ist. Es geht jetzt dann auf, im weiteren Verlauf sind einmal ein paar blaue Pfeile an einem Baum gesprüht oder gestrichen, aber das schaut eher nach Privatinitiative aus und nicht nach einer Markierung. Vielleicht ist er deshalb nicht mehr in der Outdoor-Aktivkarten enthalten. Er ist aber trotzdem wieder erkennbar und mit ein bisschen Weginstinkt
kommt man schon klar. Wir sind gleich da. Heute wirklich eher eine Abenteuertour als wie eine normale Wanderung. Es ist an sich wirklich schön zum Raufgehen. Und wenn überhaupt, dann kann ich euch nur die Alternative, die praktisch ab Kapitel 4 normal weitergeht, empfehlen. Dann ist es eine großteils Forststraßentour. Und das letzte Stück halt zum Gipfel raus, das ist wirklich ein Steig. Ein schmaler Steig, auch nicht so leicht zum Sehen, aber viel einfacher und viel besser als wir unten. Abschüssig ist da herum schon und erst recht am Gipfel. Da sehen wir rüber auf die Rechenbergalm. Da gerade drin, so ganz, klar, das Dampfschiff. Im Hintergrund sehen wir rüber auf den Hochlerch. Da waren wir letzte Woche erst waren. Ein Hochgern. Da drüben ein Rötelwandkopf. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Schmarrn. Und natürlich oben die Kabine vom Hochfein. Bergige Aussicht, nur auf einer Seite. Es war heute ein wilder Aufstieg. Einerseits auch schön, aber andererseits muss ich auch sagen, nur für die, die wirklich sicher sind für euch, sonst kann man es vergessen. Unten hängt der Nebel drin, wie man sieht. Ich glaube, dass man weiter draußen heute keine Sonne sehen wird. Das geht eigentlich da unten schon los. Grassau, bin ich mal gespannt beim Heimfahren, ob ich da eine Sonne habe. Herum ist es warm und gerade bevor der Endostieg losgegangen ist, war noch Bodenfrost. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.